So, wie sieht denn die Transformation jetzt eigentlich aus? Also vom persönlichen Glück zur freien Gesellschaft, wie sieht das aus? Wir haben es ja zu tun mit diesem Ding hier, also mit diesem komischen, starren, unveränderlichen und einer Krebswachstumsdynamik unterzogenen, festen, scheinbar übermächtigen Struktur, die immer größer wird. Damit haben wir es zu tun. Was kann man denn da machen? Bekämpfen ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich greife da mal zu dem Beispiel der Kirche oder zur Religion, also zur negativen Ausprägung. Ich meine, Religion hat bestimmte gesellschaftliche Funktionen, die auch positiv sind oder sein können, aber sie kann auch sehr negativ sein. Angenommen, ich stehe auf Kriegsfuß mit der Religion und ich fange an, die ganzen Kirchen einzureißen oder in die Luft zu sprengen und die Bischöfe umzubringen und so dagegen eben anzukämpfen. Was passiert dann? Es werden neue Kirchen aufgebaut und die sind dann doppelt so groß und mit doppelt so dicken Mauern und mit Gräben und mit bewaffneten Leuten, die sie verteidigen und so weiter. Das ist genau das, was passiert und die Bischöfe werden einfach ersetzt durch neue. Und das ist auch das, was mit der Politik passiert und mit der Verwaltung und mit der Bürokratie. Ich meine, wenn man sich damit anlegt, oder Lücken sucht und gezielt nutzt, dann werden die geschlossen und dann wird das Ganze immer undurchdringlicher und immer größer und ihr vergeudet eure Lebenszeit damit, mit relativ großen Sinnlosigkeiten. Deswegen dieser Begriff Transformation durch Entbehrlichkeit, also es bringt nichts dagegen anzukämpfen, aber es bringt was, einfach bessere Lösungen selber herzustellen, besser zu schaffen, Besseres zu erschaffen, was mich von diesem Bestehenden einfach unabhängig macht. Der erste Schritt, das ist erstmal die innere Loslösung. Bei mir ist es ist auch so ein persönliches Ding, also das ist die vollkommene Ablösung, die 100%ige Ablösung von allem, was politisch ist. Ich gucke mir keine politischen Nachrichten an, weil das ist einfach deprimierend und das klaut mir meine Lebenszeit und das ist mir zu wertvoll. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit diesem Käse auseinanderzusetzen. Wenn ich wissen will, was draußen los ist, dann schaue ich nicht in den Bildschirm, auf irgendeinem Bildschirm oder einen Fernseher, sondern dann gucke ich aus dem Fenster. Da sehe ich dann meine Nachbarn. Okay, mit denen könnte ich mal wieder was machen. Also das sind, glaube ich, bessere Gedanken als jetzt hier irgendwelche Kriege, auf die ich eh keinen Einfluss habe. Da kommen natürlich lauter Fragen und Fragezeichen auf. Also wie mache ich denn das? Ich kann doch nicht und so weiter. Und wer baut dann die Straßen? Und ihr kennt diese Frage wahrscheinlich. Und was ist mit den Schwerverbrechern und so weiter? Aber mal so ein Beispiel, ganz konkretes Beispiel. Rechtsschutzversicherung. Ja, gut. In diesem anderen System kann man sich da ein Stück weit dann schützen vor Übergriffigkeit. Aber man kann es auch anders machen. Also vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört, seine Nachbarn einfach mal zum Kaffee einladen und dann nochmal. Und dann nochmal. Und spätestens dann entsteht so eine Asymmetrie, dann ist der Nachbar in der Schuld, eine Gegeneinladung auszusprechen. Und das ist dann schon eine bessere Position, bessere Situation, bessere persönliche Situation als vorher, wenn man seinen Nachbarn gar nicht kennt und noch nie mit ihm geredet hat. Weil dann kann man nicht einschätzen, wie der drauf ist, ob er einem im nächsten Moment verklagen wird, wenn man mal, keine Ahnung, einen falschen Ast am Baum absägt oder die Kinder draußen Krach machen oder irgendwie sowas. Kann man nicht einschätzen, kann man dann nach so ein paar Kaffee und Kuchen am Nachmittagen kann man das sehr gut einschätzen, es geht sehr, sehr schnell und gleichzeitig steht der Nachbar bei einem gefühlt in der Schuld. Also er wird irgendwann die Gegeneinladung aussprechen. Meistens ist es so, beim ersten Mal sagen die meisten schon, ja Mensch, auf die Idee hätten wir doch auch mal kommen können und jetzt leben wir schon so lange hier in der Nachbarschaft und eigentlich ist es ja blöd, dass wir kaum miteinander reden. Was passiert dann?